Hallo Freunde! Der kuppellose schwedische Panzer war einer der ungewöhnlichsten Panzer des Kalten Krieges. Zu einer Zeit sorgte er oft für Kontroversen. Einige Menschen glaubten, dass dieser Panzer den Höhepunkt militärischer technischer Intelligenz darstellte. Doch die Mehrheit fand das Design seltsam und nutzlos, insbesondere da kein anderes Land außerhalb Schwedens diesen Panzer übernahm. Tatsächlich war die Idee eines kuppellosen Kampffahrzeugs nicht innovativ. Während des Zweiten Weltkriegs wurden viele selbstfahrende Angriffswaffen entwickelt, die für das Anlegen von Hinterhalten, die Feuerunterstützung von vorrückenden Infanterieeinheiten und die Verteidigung gegen angreifende Kräfte konzipiert waren. Obwohl solche selbstfahrenden Waffen weniger gepanzert waren als Panzer, waren sie mit stärkeren Waffen ausgestattet, wenn man sie mit Panzern verglich, deren Aufgaben darin bestanden, gepanzerte Angriffe zu bilden und feindliche Panzer zu bekämpfen. Schweden plante jedoch, sein neues Kampffahrzeug in gepanzerte Verbände zu integrieren und es nicht nur zur Verteidigung, sondern auch für Angriffe zu nutzen. Aus diesem Grund wurde dieser Panzer als kuppelloser Panzer konzipiert. Zu Beginn der 1950er Jahre war der sowjetische Stalin III Panzer mit seiner dicken Panzerung und starken Kanone ein ernsthaftes Problem für westliche Länder. Zu dieser Zeit war Schweden nicht bereit, eigene Kampffahrzeuge herzustellen, und die Grundlage der Panzerstreitkräfte bestand aus den schweren deutschen Panzern, die gegen Ende des Zweiten Weltkriegs entwickelt wurden, um den deutschen Panzern widerstehen zu können. Diese Fahrzeuge befriedigten jedoch nicht vollständig die Bedürfnisse der schwedischen Armee, die einen Panzer mit größerer Manövrierfähigkeit, Panzerschutz und Feuerkraft benötigte. Im Jahr 1951 begannen schwedische Ingenieure mit der Entwicklung eines neuen schweren Panzers, der diesen Anforderungen gerecht werden sollte, um die britischen Panzer zu ersetzen. Die komplexe Konstruktion machte das Fahrzeug jedoch teuer und kostspielig, was zu Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Rentabilität und der Möglichkeit, die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich zu ziehen, führte. Aus diesen Gründen wurde beschlossen, das Projekt aufzugeben. Nachdem die schwedischen Ingenieure die Ergebnisse der Panzerschlachten im Zweiten Weltkrieg und im Koreakrieg analysiert hatten, stellten sie fest, dass mehr als die Hälfte der verlorenen Panzer durch Treffer in den Türmen zerstört wurden. Es war klar, dass die Erhöhung der Höhe des Panzers die Sichtbarkeit erhöhte. Um so viele Panzer wie möglich zu schützen, entschied man sich für kuppellose schwedische Panzer. Im Jahr 1958 genehmigte Schweden den Bau von 2 Prototypen, und 2 Jahre später wurden vor Beginn der Serienproduktion des kuppellosen Panzers 10 weitere Exemplare hergestellt. Die Serienproduktion des Panzers begann jedoch erst 1967. Die Besatzung des Panzers bestand aus 3 Personen, dem Kommandanten, dem Fahrerschützen und dem Funker des hinteren Fahrers. Der Panzer hatte eine Länge von 8,99 Metern, eine Breite von 3,63 Metern und eine Höhe von 2,14 Metern. Das Kampfgewicht betrug 39,7 Tonnen, die maximale Geschwindigkeit lag bei 50 Kilometern pro Stunde und die Reichweite bei 390 Kilometern. Die Originalversion A wurde weltweit erstmals mit 2 unterschiedlichen Motoren gleichzeitig ausgestattet. Diese waren der K60 mit einer Leistung von 240 PS und der Boeing GT 502 mit einer Leistung von 330 PS. Das Design des Panzers ermöglichte es, die Leistung beider Motoren gleichzeitig oder getrennt voneinander zu nutzen. Allerdings war die Leistung des Boeing-Motors nicht ausreichend, und bald darauf wurde mit der Produktion der Version B mit einer Leistung von 490 PS begonnen. Diese Version des Panzers wurde neben den Standardwaffen auch mit Nachtsichtgeräten und einem Laserentfernungsmesser ausgestattet. Auf Wunsch konnte der Panzer auch mit einem Schaufel ausgestattet werden, um die Position zu säubern und zu begradigen, von der aus er schießen sollte. Die S-Version wurde mit zusätzlichem Frontpanzer, neuen Stahlketten, einem verbesserten 290 PS Dieselmotor und einem neuen 3-Gang-Automatikgetriebe verstärkt. Darüber hinaus erhielt der Panzer das modernste Schusskontrollsystem und die Fähigkeit, panzerbrechende Unterkaliber-Munition zu verwenden. Diese Modernisierung führte zu einer Erhöhung des Kampfgewichts auf 42,5 Tonnen.
Alle Versionen des Modells 103 waren mit fortschrittlichen Aufhängungen ausgestattet, um eine hervorragende Manövrierfähigkeit zu gewährleisten. Der Panzer konnte 90 cm hohe Hindernisse, 2,3 Meter tiefe Gräben und 1,5 Meter tiefe Gewässer überwinden und nach einer kurzen Vorbereitung mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h schwimmen. Das Modell 103 war mit einer automatischen Ladeeinrichtung für das 105 mm Geschütz ausgestattet und konnte 15 Schuss pro Minute abfeuern. Diese Waffe konnte theoretisch 24 Schuss pro Minute abfeuern, aber in der Praxis wurde diese Zahl nicht erreicht. Dennoch war es im Vergleich zu den Panzern dieser Zeit, die in der Lage waren, 10 Schuss pro Minute abzufeuern, besser. Als zusätzliche Waffe wurde dem Panzer ein 7,62 mm Maschinengewehr des belgischen Typs 3K SP-58 montiert. Die Befestigung der 105 mm Kanone an der vorderen Panzerung machte es unmöglich, ein Stabilisierungssystem für das Geschütz des Panzers zu installieren. Um auf das Ziel zielen zu können, konnte der Panzer seine Karosserie mit Hilfe des Federungssystems anheben, absenken oder zur Seite neigen. Daher fungierte der Fahrer auch als Richtschütze. Natürlich konnte das Modell 103 auch während der Fahrt schießen. In diesem Fall war es jedoch nicht sehr wahrscheinlich, dass die Schüsse ihr Ziel trafen. Es ist erwähnenswert, dass die Geschwindigkeit der Karosseriedrehung je nach Gelände zwischen 45 und 90 Grad pro Sekunde variierte, um das Geschütz horizontal auf das Ziel auszurichten. Die Position des Funkers befand sich hinter dem Fahrer, der nach hinten zum Heck des Panzers schaute. In kritischen Situationen konnte der Funker die Kontrolle über die Rückwärtsbewegung übernehmen und den Panzer schnell vor Bombardements schützen. Die Position des Kommandanten befand sich auf der Höhe des Funkers. Der Bereich, in dem er sich befand, war mit Kontroll-, Beobachtungs- und Zielerfassungsgeräten ausgestattet, damit er bei Bedarf die Kontrolle übernehmen, auf das Ziel zielen und den Panzer bedienen konnte. Der 103 Modellpanzer ist das einzige Kampffahrzeug, das von einer einzigen Besatzung gleichzeitig gesteuert und abgefeuert werden kann. Schweden hat den kuppellosen schwedischen Panzer im Krieg nie eingesetzt, aber während zahlreicher internationaler militärischer Übungen hat das Fahrzeug seine Beobachtungsfähigkeiten, Manövrierfähigkeit, Zuverlässigkeit und hohe Schießgenauigkeit mehrfach unter Beweis gestellt. Viele argumentierten, dass der kuppellose schwedische Panzer in einigen Aspekten anderen Panzern gleichwertig oder sogar überlegen sei. Trotz einiger unbestreitbarer Vorteile wurde das Konzept des flach profilierten Panzers von anderen Ländern nie akzeptiert. Der Hauptgrund dafür war die komplexe Gestaltung und die hohe Produktionskosten. Obwohl der Panzer sich in Bezug auf Zuverlässigkeit bewährt hatte, dauerte die Reparatur im Falle eines Ausfalls sehr lange. Um auf die Kraftwerke zugreifen zu können, musste nicht nur die Kanone, sondern auch die obere Platte entfernt werden, was mehr als 4 Stunden in der Werkstatt dauerte. Darüber hinaus war der Kraftstoffverbrauch sehr hoch. Wenn das 103 Modell gleichzeitig mit 2 Energielieferanten mit maximaler Geschwindigkeit bewegt wurde, sank die Reichweite drastisch. Der Panzer erfüllte nicht vollständig die gewünschte Leistung. Aufgrund der kurzen Ketten übte der 103 Modellpanzer einen hohen Bodendruck von bis zu 1,4 kg pro Quadratzentimeter aus. Das eigentliche Problem für das 103 Modell begann in den 1970er Jahren, als die Stabilisierungssysteme für Panzerkanonen ihren Höhepunkt erreichten und von allen Ländern übernommen wurden. Obwohl das 103 Modell hinter den neuen Technologien zurückblieb, gelang es ihm aufgrund seines außergewöhnlichen Designs bis zum Jahr 1997 zu überdauern. Das ist alles für heute. Bitte liken Sie das Video und abonnieren Sie den Kanal. Bis bald.